Die Luft in Viktor Bergers Villa war schwer von Parfum und kalter Überlegenheit. Kristallgläser funkelten unter den Lusten, während Lenner mit gesenktem Kopf ein Tablet mit Champagner durch die Mensch balanciert. Sie war im 7. Monat schwanger, aber das kommt hier niemanden. Das Personal war knapp, also musste die Putzfrau einspringen, so hat Viktor es angeordnet. Stand in der Mitte des Raums, umringt von Gästen, die sein Witze bewunderten, noch bever sie sprach. Als Lenner erblickt, habe sein Glas. Mein Damen und Herren, sehen sie genor hin. Unsere Putzfrau ubt schon mal fürs Leben auf die Boden, die rund lacht. Lenner spürte, wie Gesicht brannte, aber sie schwieg. Sie hat gelernt, das wird hier no Stein waren, die man nachher werfen konnte. Dann geschah es. Ein Gast stieß sie an, ein Eiswürfel fiel zu Boden. Lenner buckte sich mossam, ihn aufzuheben. Dabei rutschte die Silbenkette ihrem Ausschnitt, das Medaillen ihrer Mutter, das sie nahe blickt. Es schlug auf den Marmorboden, und in derselben Sekunde vibrierte ihr Handy in der Schätzentasche. Mehrer ANRIEF in Folge. Notariat Dr. Weber. Viktor war schneller. Risser das Telefon aus der Hand, grinste in die Rund und drückte auf Abnehmen. Die Putzfrau können sie nicht gebrochen. Lachte in den Horror. Doch dann war stumm Tor. Sein mein Wort star. Ein Stimm sagt deutlich, hier ist Dr. Weber. Es geht die letztwillige Verfügung von Markus Berger. Viktor ließ das Handy los, als wäre es glühend heiß. Es start auf das Medaillen auf die Boden, dann auf Lenner. Sein Gesicht war blass geworden, so blass wie das Marmor unter ihren Füßen. Bindet das Gespräch, ein weiteres Wort. Lenner hob das Medaillen auf, hielt es fest und sah ihn an. Im Raum war es still. Lenner kannte zwei Welten. In der einen stand sie morgens um 5 auf, wischte Boden, sortiert waschen kommt sich Frau Kruger, old Nachbarin mit Demenz. In der anderen Welt lebte Viktor Berger, und dies Welt schien unerreichbar weit weg. Seit die Tod ihrer Mutter Roser vor 3 Jahren lebte Lenner allein in einer kleinen Wohnung im Stadtrand. Ihre Mutter war arm gestorben, hat aber nie geklart. Lenner arbeitet tagsüber als Putzfrau und abends als Kellnerin, bis der Borch so schwer wird. Der einzige Mensch, der sie stützte, war Dr. Jonas Brandner, Fraueneist. War ruhig, freundlich und sah sie an, wie kein anderer es tat. Hatte gesagt, sie sind stark, Lenner. Aber man darf ort schwach sein, sie hat gewöhnt, als das sagt. Viktor Berger gold nachaußen als Wohltäter. Spendit für Krankenhäuser, lächelten Kameras und sprach during über Verantwortung. Aber hinter den Mauern seiner Villa war kalt und berechnend. Behandelte das Personal wie Mobilstock und sein Hygiene Mutter wie ein lastig Pflicht. Sein jüngerer Bruder Markus war vor 5 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Seitdem sprach Viktor kaum über ihn, und die Villa fühlte sich, als wäre das Gedenken an Markus verboten worden. Am nächsten Morgen putzte Lenner, wie immer, sein Arbeitszimmer. Sie trug eine grey Uniform, und das Medaillen hing unsichtbar unter dem Stoff. Als sie sich buckte, den Papierkorb zu leeren, rutschte die Kette her und bormelt vor Viktor, der am Schreibtisch saß. Sein Augen blieben an dem silbernen Schmuckstück hängen. Die Frau auf dem kleinen Foto war alt und verblasst, aber unverkennbar. Kannte ses Gesicht. Es war das Gesicht von Rosa Hauser, der Frau, die vor 30 Jahren von der Schwell seines Bruders gejarrt hat. Sein Mien verfinstert sich. Was ist das? Fragte scharf. Lenner erschrak.
Das Medalen meine Mutter, Viktor stand auf. Du bist ein die bin, sagte Leser. Du hast US meinem safe schmucken twendet, Lenner schüttelte den Kopf. Das ist nicht wahr, ich schwor, aber hort nicht zu. Rief den Sicherheitsdienst und warf sie USDM-Haus. Komm mir nie wieder unter die Organ, sicher MIT tranen in den Organ lief Lenner zum Tor. Die fu ein schwors Limousine MIT DEM 1 Notars in Vorbei und hielt am Eingang der Villa. An der Bushaltestelle vor der Villa ließ Lenner sich auf die Bank fallen. Die Tranen hatten aufgehört, aber in ihrer Brust brannte etwas Kaltes. Sie zog das Handy hervor und sah die verpassten Anruf. MIT sittendem Finger drückt sie auf die Mailbox. Ein ruhig Stimm sprach. Lenner Hauser? Hier ist das Notariat Dr. Weber. Vater war Markus Berger. Sie sind als Urban benannt. Bitter melden sie sich, Lenner lacht bitter auf. Ein Bettbrug, dacht sie. Ein netter Versuch. Sie wollte die Nachricht lassen, doch ihr Hand so gut. Markus Berger, der Name hing in der Luft wie ein Ferns Echo. Zu Hause angekommen, fand sie Frau Kruger vor der Tür. Die old Dame lächelt verwirrt, aber ihr Wort waren plötzlich klar. Den Mutter hat einmal gesagt, der Vater ihres Kinds war ein feiner Herr. Sie hat nie seinen Namen genannt, nur dass ein guter Mensch sei, Lenner blieb stehen. Sie holt die old Bibel ihrer Mutter USDM Riegel, einziges Erbstock US armlichen Seiten. Beim Blatten fiel ein vergilbtes Foto heraus. Es zeigte Roser und einen lächelnden Mann im Sommerkleid, am Ufer eins Sees. Auf der Rückseite stand MIT zarter Handschrift, Markus B., 1993. Herz schlug schneller. Sie rief die Nummer des Notariats Zürich. Der Termin wird für den nächsten Tag festgesetzt. Im Wohnzimmer erklärt Dr. Weber MIT Termin die atemberaubende Wahrheit. Viktor Berger hat sie vor 5 Jahren erkannt. Wusste, dass sie sein nicht war, und hat sie bewusst als Reinigungskraft in sein Villa geholt. Nicht US Barmherzigkeit, sondern US Kalkül. Die letztwillige Verfügung von Markus enthielt eine Bedingung. Viktor erbte nur dann seinen Anteil, wenn Lenner aufspät unter die Wahrheit über ihre Herkunft offenlegt. Hielt sie verborgen, viel als ein Sie war also nie zufällig dort gewesen. Jeder Wischmopp, jeder gesenkter Blick, jed gedemütigt mein war ein Borstein in Viktor Gefängnis für sie gewesen. Lenner saß die und spürte, wie sich die Welt lordlos verschob. Nichts war Zufall. Alles war geplant. Sie hat in der Villa gearbeitet, nicht weil sie arm war, sondern weil sie eingesperrt werden sollte, in einer goldenen Falle aus Demut und Lüge. Die Atmosphäre im Sitzungssaal des Notars war zum Zerreißen gespannt. Lenner saß allein auf einer Seite des langen Tisches, die Finger das Medalen ihrer Mutter gelegt. Gegenüber thronte Viktor Berger, umgeben von 2 Anwälten, die auf ihn einredeten. Notar Dr. Weber öffnet das Versigelte Kuvert und beg an MIT-Belegter Stimm zu lesen. Mein liebes Kind, wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr. Ich war immer bei dir, aus der Fern. Ich heb den ersten Schreck gesehen, den lach hen gehört. Den Mutter Roser wollte dir ein freies Leben ermöglichen. Viktor hat mir gesagt, sei längst gegangen. Ich heb ihm geglaubt, und das war mein Fehler. Du bist mein Erbe, nicht das Geld, sondern mein Name, mein Lieb, mein zweiter Chance. Elena spürte, wie die Tränen kämen, doch blieb ruhig. Der Notar schob ein Dokument hin.
Die DNA-Analyse aus der Haarlock im Medellen bestätigt die Abstammung von Herrn Markus Berger. Sie sind die Rechtmäßig Erben. Ein Ronen ging durch den Rom. Die schlug Viktor mit der Faust auf den Tisch. Sie ist nichts. Ein Betrügerin, doch kein seiner Anwalt Weidesbrach. Sein Stimme überschlug sich, doch im selben Moment auf nicht sich die Tur. Margaret Berger, die Mutter von Markus und Viktor, trat ein. Gebrechlich, auf einen Gäste gestutzt, aber ihre Orgen waren klar. Sie sah Viktor Zorn an, dann wandte sie sich Eleanor zu. Markus was die ganz Sied von dir, kind. Hat heimlich Unterhalt gezahlt, über mich aber Viktor hat den Mutter vor 30 Jahren aus der Familie verjaut. Hat mir gedroht, mich zu enterben, wenn ICHJ Kontakt zu dir aufnehm. ICH heb geschwiegen, Stimme zitterte. Das war mein Scharnday, nicht dein. Eleanor stand langsam auf. Sie legte eine Hand auf ihren Bord und die andere auf den Brief. Sie weinte nicht, sie schrie nicht. Ruhig sah sie Viktor an. Sie wollten, dass mein Kind unsichtbar bleibt, wie ich es war. Aber das wird es nicht. Es wird wissen, woher es kommt, und was man einem Menschen antun kann, Viktor wollte aufspringen, Dr. Notar hob die Hand. ICHNC ihnen hiermit provisorisch die Position als Testamentsvollstrecker und die Verfügungsgewalt über die Unternehmensanteil der Familie Berger. Die Staatsanwaltschaft wird über die Straffenzeichen informiert, Viktor sank in seinen Stuhl. Eleanor verließ den Raum, das Medallion an den Brief in ihre Brust gedruckt, nicht mehr als verlieren, sondern als Erben ihres selbst. Die Anklage war vernichtend. Unterdrückung der letztwilligen Verfügung, versuchter Betrug, Verletzung der Treupflicht, die Staatsanwaltschaft hat Viktor Bergers Anwalt mit Beweisen überhaupt, die in wochenlanger Arbeit gesichert worden waren. Musste sämtlich Unternehmensanteil seines Bruders herausgeben und versteckten Dokument offenlegen. Die Presse sprach von einem beispiellosen Fall familiärer Gier. Viktor sagte sich in der Öffentlichkeit nicht mehr. Und die Villa glich einem Treppenhaus, durch das niemand mehr ging. Doch Eleanor übergab die Villa nicht den Brisbernen. Sie ließ die Büros umbohren, schuf großzügig Raum für Jungmutter und Vater, richtete ein Kindertagesstätte ein, wo früher Viktor seine Bosheiten geplant hat. Die Angestellten, die jahrelang unter seiner Kälte gelitten hatten, die Coaching, der Gärtner, die Haushalterin, traten öffentlich für Eleanor ein. Sie haben uns Sommers 10-mal gefragt, wie es uns geht, sagt die Haushalterin in einem Interview. Die Stadt sprach von einem Wunder. Zur Eröffnung lud Eleanor zu einer bescheidenen Pressekonferenz. Am Rand der Menschenmensch stand ein alter Mann im grauen Mantel, den niemand zuerst erkannte. Viktor Berger. Sah aus wie ein Schatten seines früheren Selbst. Die Journalisten wandten die Köpfe. Viktor trat vor, die Hand zitterten. Eleanor, sagte Lord, und sein Stimme brach. Ich bitte dich um Vergebung. Nicht für das Geld, für die Demütigung. Eleanor sah ihn langer an. Dann sagt sie leiser. Entschuldigen sie sich bei den Menschen, die sie getreten haben. Wenn die ihnen glauben, glaub ich ihnen auch, Viktor schluckt. Ging zu den himmlischen Mitarbeitern, die im Hintergrund standen, und blieb vor der Coaching stehen. Es tut mir leid, sagte zu Dann zum Gärtner. Dann zur Haushalterin. Keiner antwortet, aber man sah Tränen. Am späten Nachmittag besuchte Eleanor Margaret in ihrem kleinen Häuschen am Stadtrand. Die old Frau saß am Fenster und sah entgegen. Du bist gekommen, ihr Eleanor nickte. Ich versehe Ihnen.
Aber ich brocht sieht, im Margaret Griffin Tar schon Zog ein Silbens Medalen Haver, dasselbe, das Lenner Getrigen hat, BAS Victorus in Derviller Geneman hat. Ich habes Roser vor 30 Jahren geschenkt. Es gehört immer der Lenner nahm das Medalen und hielt es fest. Zwei Frauen, ein schwer schud, ein Leser Anfang. Zwei Jahre später. Der Sommergarten der ehemaligen Bürgervilla war nicht wieder zu erkennen. Ein öffentlicher Park mit Kinderspielplätzen und einer hellen Kita, in der Kinder lachten. Hier stand der Lenner Hut im weißen Kleid, neben Dr. Jonas Branner, der in den schwersten Monaten die Hand geholfen hat. Kleintochter Roser trug das Silbermedaillen um den Hals, es glitzert im Sonnenlicht. Die Gast waren wenig, aber ihr Gesichter sagten alles. Am Rand stand Viktor Berger, 60 Jahre alt, in einem schlichten Anzug, und sicher, aber bleiben dürfte. Lenner lost sich von Jonas, ging auf in Zoo. Die Gast wurden still. Setzen sich, Viktor, sagt ruhig. Ich von meiner Mutter gelernt, man kann Word weder vererben noch kaufen, aber man kann verschenken, Viktor schluckt, sein Organ wurden forkt. Nahm Platz. Die Trauung war schlicht, aber war warm. Als Jonas und Lenner das Tor verließen, blieb Lenner einen Moment stehen. Auf nicht das Medalen ihrer Tochter. Darin steckten nun zwei kleine Fotos, Roser, lächelnd, und Marcus, mit demselben Lächeln. Beruht die Bilder sanft. Vom Boden zum Alter war nicht der Weg des Gelds, es war der Weg zurück zu denen, die man lehrt. Lenner sah kurz zu Viktor hinüber, der still auf einer Bank saß. Dann lächelt ein Lächeln, das nichts beweisen musste. Die Sonne fiel durch die Baum, und das Medalen blitz auf, als Roser ihrer Mutter entgegenlief.